Es gibt Haushalte, die man nur mit dem Knie auf dem Boden sehen kann. Nicht, weil sie versteckt wären, sondern weil sie für eine andere Augenhöhe gebaut wurden. Irgendwo zwischen Dielenbrett und Fußleiste. In dem Ritz, wo der Putz sich vom Stein gelöst hat, wo der Holzboden einen kleinen Knick macht und eine Ecke entsteht, die niemandem gehört, außer dem Staub und dem Licht vom frühen Morgen. Dort, genau dort haben Läuschen und Flöchen ihren Haushalt. Und was für ein Haushalt das ist. Die Eierschale stand in der Mitte, weiß, leicht cremefarben, an einer Seite mit einem Fleck, der aussah wie eine Landkarte unbekannter Länder. Wer sie gefunden hatte, weiß niemand mehr. Sie war schon da, als Läuschen und Flöchen einzogen, größer als beide zusammen und trotzdem nicht überwältigend, sondern genau richtig. Ein Zuhause, das einem Haushalt Würde gibt, ist nicht das, was man kauft. Es ist das, was man findet und dem man Zweck gibt. Die Eierschale roch nach Stein und Staub und, wenn die Sonne aus dem richtigen Winkel einfiel, nach etwas Warmem, das keine Kategorie hatte. Nach innen. So riecht ein Ort, der gewohnt ist, Heimat zu sein. Läuschen war gerade dabei, die Ordnung des Haushalts zu überprüfen. Das bedeutet, Läuschen bewegte sich. Läuschen bewegte sich immer. Ein Läuschen in Ruhe ist ein Läuschen, das schläft. Und auch dann dreht es sich manchmal um die eigene Achse, als hätte der Körper nicht mitbekommen, dass die Gedanken sich bereits beruhigt hatten. Jetzt war Läuschen wach, und das war in jedem Winkel des kleinen Haushalts spürbar. Die Vorräte wurden gezählt, dann neu gestapelt, weil die erste Anordnung gut war, aber die zweite vielleicht besser. Der Rand der Eierschale wurde befühlt. Zur Sicherheit, hatte Läuschen gesagt, ohne zu erklären, wozu genau. Eine Runde um die Eierschale herum, zweimal, weil einmal nicht ausreichte. Flöchen stand an der Tür. Einen Schritt Abstand, immer einen Schritt. Läuchen kam Dingen nah, bevor es fragte, ob das in Ordnung war. Flöchen schaute zuerst, wog ab und sprang dann, weit, präzise, kraftvoll, ein Floh im vollen Sinn des Wortes. Aber der erste Schritt war immer der Blick. Flöchen hatte von Anfang an auf Reisenden gelebt, hatte Städte gesehen, Märkte, das große Treiben der Welt, die breiten Straßen und die engen Gassen, die laut und die still sind. Die Welt ist nicht freundlich zu kleinen Wesen, das war die Lektion. Sesshaftigkeit ist ein Privileg. Und als Flöchen auf Läuschen getroffen war und auf diese Eierschale, diesen winzigen Haushalt mit seiner eigenen inneren Logik, war das keine Einschränkung gewesen. Das war Freiheit durch Wahl. Läuschen hatte auf einem Hund gelebt. Niemand, der nie still saß, zwischen juckenden Flanken, kein Ort zum Bleiben. Dann diese Ecke, dann Flöchen, dann die Eierschale, gefunden. Niemand wusste wie alt, niemand wusste woher. Dann ein Haushalt. Das Brauen war deshalb kein Hobby, das war ein Beweis. Die Vorräte reichen für eine Woche, sagte Läuschen, ohne sich umzudrehen. Sagte Flöchen, wenn wir sparsam sind, was wir nicht sein werden. Vermutlich nicht. Läuschen drehte sich um. Die ganze Körperhaltung öffnete sich nach vorne. Das war Läuschens Art zu lächeln, auch ohne Gesicht. Dieser Vorwärtszug des ganzen Wesens, als würde man auf etwas zugehen, das man noch nicht sehen, aber schon fast berühren kann. Weißt du, was ich denke? Flöchen wartete. Flöchen wartete grundsätzlich ab. Nicht aus Misstrauen. Aus dem Wissen, dass Läuschens Ideen meistens eine halbe Sekunde früher kamen, als die Formulierung bereit war. Und dass es klüger war, das Ende des Gedankens abzuwarten, bevor man auf den Anfang reagierte. Ich denke, sagte Läuschen,
Wir könnten Bier brauen. Die Eierschale stand zwischen ihnen im Licht. Flöhchen schaute sie an. Dann Läuschen. Dann wieder die Eierschale. Mit der Eierschale. Mit der Eierschale. Eine kleine Stille. Nicht unangenehm. Die Art von Stille, in der eine Figur abwägt und eine andere Figur wartet und alle Beteiligten bereits ahnen, wie das ausgeht. »Wofür?« sagte Flöhchen schließlich, nicht ablehnend, nur die Frage. »Für uns.« Läuschen breitete beide Arme aus. Eine Geste, die den gesamten Haushalt umfasste. Die Eierschale, die kleine Ordnung, die Ecke zwischen Dielenbrett und Fußleiste, das Licht, das von schräg einfiel, diesen ganzen kleinen Ort, der ihnen gehörte und der sie hielt. Wir haben seit einem Jahr diesen Haushalt. Das ist doch etwas. Das muss man feiern. Flöhchen stand einen Moment sehr still. Läuschen hatte nicht gesagt, ich habe lange auf einem Hund gelebt, der nie still saß, und du hast lange auf einem Reisenden gelebt, der durch Städte zog, und dann war da diese Ecke zwischen Dielenbrett und Fußleiste, und wir haben sie gefunden, und seither ist hier. Hatte das alles nicht gesagt. Brauchte es nicht. Flöhchens Freude war manchmal diese Stille, die Art, in der der Körper innehielt und schaute. Flöhchen legte eine Hand, kurz nur, an die Kante der Eierschale. »Gut«, sagte Flöhchen, »wir brauen Bier.« Läuschen drehte sich sofort wieder zur Eierschale um, bereits dabei, den Ablauf zu planen, die Abfolge der Schritte, die Reihenfolge der Zutaten. Flöhchen schaute noch einen Moment. Die Eierschale stand im Licht. Der Sud roch nach etwas, das nach Gelingen roch. Das ist schwer zu beschreiben, nicht weil es keine Sprache dafür gibt, sondern weil dieser Geruch nicht aus einem einzigen Ding bestand. Er kam aus dem Wasser, das Läuschen besorgt hatte, und aus dem Getreidestaub, den Flöhchen von einem Riss in Dielenbrett gesammelt hatte. Mühsam, Korn für Korn, mit einer Sorgfalt, die Flöhchens ganze Art trug. Nichts dem Zufall überlassen, nichts ungeprüft lassen. Er kam aus der kleinen Glut darunter, die brannte wie eine kleine Glut das tut. Nicht wild, nicht verzweifelt, sondern gleichmäßig, konzentriert, als wäre sie selbst stolz auf ihre Aufgabe. Und er kam aus der Eierschale selbst. Dem weißen, cremefarbenen Gefäß, das nach Stein roch und das jetzt zum ersten Mal wirklich Wärme kannte. Dass die Eierschale das Bier veränderte, war Läuschens These. Flöhchen hatte keine Gegenthese, also galt sie. »Riech mal kurz hier.« Flöhchen beugte sich vor, einen Schritt näher als gewöhnlich. Das war schon etwas. »Gut«, sagte Flöhchen. »Gut? Das riecht hervorragend.« Läuschen rührte mit einem Halmstück im Sud. Die kleine Glut darunter knisterte. Der Sud brodelte leise, ein Geräusch, das zu diesem Haushalt passte, wie der Fleck auf der Eierschale zur Eierschale. Eigen, unverwechselbar, richtig. Das Brodeln war gleichmäßig, beruhigend, das Geräusch von etwas, das seinen eigenen Rhythmus gefunden hat. Flöhchen trat zurück auf den gewohnten Abstand. Es war nicht so, dass Flöhchen keine Freude kannte. Flöhchen kannte sie sehr genau, kannte den Geruch des Suds, der jetzt tatsächlich gut roch, kannte das Licht, das durch den Ritz in Dielenbrett einfiel und sich in einer kleinen Linie über den Boden zog, kannte Läuschens Rühren als Körperbild. Diesen ganzen Einsatz, diese Konzentration, diesen kleinen Tunnelblick auf das, was gerade entstand und besser wurde. Flöhchen wusste das. Und manchmal war das Wissen das Schwerste. Zu wissen, wie viel Liebe in einer Geste steckte, die aussah wie Unvorsicht. »Nicht zu nah«, sagte Flöhchen. »Ich pass schon auf.« Der Sud köchelte, die Glut brannte. Die Eierschale stand über dem Feuer wie ein Ort,
der weiß, dass er an dieser Stelle hingehört. Der Sud roch wirklich gut. Fast fertig. Läuschen lehnte sich vor, die Nase fast am Rand der Eierschale. Nur kurz. Nur um zu prüfen, ob er fertig war. Für Flöchen gemeint, das war das Entscheidende, das war die Wahrheit hinter der Bewegung. Nicht Neugier. Fürsorge, die die Form von Unvorsicht annahm. Ich muss nur kurz. Es gibt Momente, die die Welt in Vorher und Nachher teilen. Dieser war nicht laut. Kein Schrei, kein Knall. Nur das leise, unmissverständliche Geräusch von jemandem, der zu weit vorgelehnt hatte. Ein kleines Rauschen, fast nichts. Dann das Brodeln des Suds, das sich für einen Moment anders anhörte. Dünner, voller. Und der Geruch, nicht mehr nach Gelingen, sondern nach etwas, das sich verändert hatte und nicht mehr zurück konnte. Dann Stille. Flöchen stand still. Nicht die Stille des Schocks, obwohl der Schock da war. Die Stille der Sekunde, in der das Gehirn die Information noch nicht weitergegeben hat, weil es sie selbst noch nicht glaubt. Die Eierschale stand da. Die kleine Glut darunter brannte gleichmäßig, konzentriert, als hätte sie nichts bemerkt. Das Halmstück trieb im Sud. Aus der Eierschale ein Laut. Kein Wort, ein Laut. Das Geräusch von jemandem, der schmerzt. Ein kleines, scharfes Etwas, das aus dem Sud aufstieg und die Stille zerbrach wie ein Stein die Oberfläche eines ruhigen Wassers. Flöchen trat vor. Zum ersten Mal ohne den üblichen Schritt Abstand. Direkt. An die Eierschale heran, der Blick über den Rand. Was Flöchen in diesem Moment sah, muss nicht vollständig beschrieben werden. Nur so viel. Es war genug. Und dann sprang Flöchen. Nicht zielgerichtet. Ein Floh im Schrecken ist ein Floh ohne Richtung. Das ist die Wahrheit über Flöhe, die keiner gerne zugibt. Einmal, zweimal, dreimal. Die Wände des kleinen Haushalts. Der Boden. Wieder die Wände. Die Sprünge wurden nicht weniger, sie wurden mehr, weil das Springen alles war, was blieb, wenn die Worte nicht kamen und die Hände nichts halten konnten und der Ort, wo der Körper Zuflucht sucht, der falsche ist. Und dann der Schrei. Nicht ein Wort. Nur dieser eine Laut, der aus Flöchen herausbrach wie etwas, das keinen anderen Weg hatte. Das erste und einzige Mal, dass Flöchen keine Sprache hatte. Kein Läuschen, kein Ich komme, kein Was ist, nur dieser Laut, roh und groß und ohne Form, der aus dem kleinen Haushalt in die Welt trat. Durch den Ritz im Dielenbrett, über den Bodenbelag, durch die Stube, bis hin zur kleinen Stubentür. Das Türchen im Rahmen. Das Türchen, das schon sehr lange in diesem Rahmen hing und wusste, wie ein Morgen klingt, wenn zwei kleine Wesen hindurchgehen und wie ein Abend klingt, wenn sie zurückkommen. Das Türchen, das jetzt einen anderen Laut kannte. Das Türchen erinnerte sich an den ersten Tag. Nicht, weil Türchen die Art von Tür war, die viel nachdachte. Eher, weil das Gedächtnis von Türchen ganz praktischer Natur war. Öffnen und schließen. Öffnen und schließen. Jede Bewegung schrieb sich ins Holz. Und das Holz war alt und hatte sehr viele Bewegungen. Den ersten Tag von Läuschen und Flöchen hatte das Türchen zweimal erlebt. Einmal beim Eintreten. Zwei kleine Wesen, kleiner als alles, was sonst durch eine Tür geht. Und doch mit dieser Energie, dieser Entschlossenheit, dieser Art, einen Raum als den eigenen zu beanspruchen, noch bevor man sich umgeschaut hat. Und einmal beim ersten Herausgehen. Läuschens Körper, dieser Vorwärtszug, dieser erste Schritt, der schon beim zweiten Schritt war. Seither jeder Morgen. Hinaus.
jeder Abend herein. Das Schließen, das jedes Mal ein leises Umarmen war. Das Öffnen, das jedes Mal ein Loslassen war. Jetzt dieser Schrei. »Was schreist du, Flöchen?« Die Stimme des Türchens war alt, nicht laut. Türen schreien nicht, das wäre nicht würdig für etwas, das den Raum zwischen drinnen und draußen hütet. Aber klar, die Frage eines Wesens, das lange genug in einem Rahmen gehangen hat, um zu wissen, wenn dieses Flöchen schreit, ist etwas nicht so, wie es sein soll. Flöchen stand im kleinen Haushalt, die Sprünge noch im Körper, die Glut brannte, die Eierschale stand über dem Feuer. Aus ihr das leise Geräusch von jemandem, der schmerzt und trotzdem da ist. »Weil Läuschen sich verbrannt hat.« Türchen schwieg. Nicht lang, aber echt. Die Stille von jemandem, der etwas gehört hat und es in sich trägt, bevor er antwortet. Das alte Holz. Die Gewichtung dessen, was eine solche Nachricht bedeutet, wenn man jedes Morgen und jeden Abend Zeuge gewesen ist. Wenn man das Kommen und das Gehen der zwei kleinen Wesen zum eigenen Rhythmus gemacht hat. Dann das Knarren. Es ist schwer, das Knarren eines Türchens zu beschreiben, das sich erinnert. Es war nicht das Knarren von etwas, das aufgehen will. Dieses Knarren ist drängend, ungeduldig, es will hinaus. Es war auch nicht das Knarren von etwas, das sich setzt. Das ist das gleichgültige Stöhnen von Holz unter Gewicht. Das Knarren des Türchens war keines von beiden. Es war das Knarren von etwas, das keine andere Sprache hat. Das Holz, das sich dehnte und zusammenzog, als würden all die Morgende und Abende, all das Öffnen und Schließen, all die kleinen Bewegungen in einem einzigen langen Laut zusammenkommen. Nicht Protest, nicht Klage. Nur die einzige Form des Ausdrucks, die einem alten Türchen geblieben ist, wenn es sagen will, ich habe das gesehen, ich war dabei, ich erinnere mich. Das Knarren hielt an. In der Ecke stand ein Besenchen, es hatte zugehört. Und das Besenchen war kein Wesen, das lange zugehört hatte, ohne zu handeln. Das Besenchen war der praktischste Bewohner dieser Ecke. Wenn etwas schief ging, war Kehren die Antwort. Das war nicht Dummheit, das war das tiefe Wissen, das entsteht, wenn man sein ganzes Leben lang eines getan hat und dabei gelernt hat, Ordnung ist die einzige Form von Kontrolle, die einem bleibt, wenn alles andere außer Kontrolle gerät. Kehren macht die Welt nicht besser, aber es macht sie sauberer. Und manchmal ist sauberer das Einzige, was man anbieten kann. Das Besenchen hatte das Knarren des Türchens gehört. Es hatte nicht alles gehört, nur das Knarren. Aber das Knarren des Türchens war nie ohne Grund. Und ein Besenchen, das seinen Aufgaben gerecht wird, fragt nach, bevor es handelt. »Was knarrst du, Türchen?« Das Türchen knarrte einmal, das alte Holz, das sich erinnert, und seine Antwort war vollständig und klar. »Soll ich nicht knarren? Läuschen hat sich verbrannt, Flöchen weint.« Das Besenchen stand still, aber nur für den Bruchteil einer Sekunde. Und das war bereits der längste Moment der Stille, den das Besenchen je gekannt hatte. Es war der Moment, in dem das Besenchen fast fragte, ist das die richtige Reaktion? Ein winziger Zug des Zweifels. Dann entschieden. Nein, kein Zweifeln. Kehren. Kehren war die Antwort. Und dann kehrte das Besenchen. Entsetzlich. Nicht ein bisschen, nicht mit Bedacht. Entsetzlich kehren. Als würde der gesamte Staub dieser Ecke, dieser Ritze, dieses ganzen Ortes an diesem Tag persönlich für das verantwortlich sein, was geschehen war. Und als könnte man diesen Staub loswerden und damit auch das Geschehen selbst. Das Besenchen mobilisierte alles. Die Haare fuhren über den Boden, schnell,
schneller, in Bögen, die immer weiter wurden. Der Staub stieg auf. Die Luft wurde unruhig, weiß, dicht. Die kleinen Körner und Halme und das getrocknete Nichts von vielen ruhigen Tagen, alles in Bewegung. Es wurde nicht besser. Es wurde nur anders. Aber das war kein Versagen. Das war die tragische Würde des Besensches. Es konnte nicht aufhören. Das Kehren war kein Mittel. Es war eine Aussage. Die Entschlossenheit ins Falsche, ausgeführt mit vollständiger Hingabe. Der Staub hing in der Luft, die Ecken wurden leer. Der Raum veränderte sich, ohne besser zu werden. Draußen auf dem Weg ein Rollgeräusch. Das Holz eines Wagens auf dem Pflaster, erst fern, dann näher. Das Geräusch von etwas, das seinen normalen Weg entlang rollte und dann anhielt, weil etwas außerhalb des normalen Weges seine Aufmerksamkeit verlangte. Das Wägelchen. Es stand am Rand des aufgewirbelten Staubes und wartete. Ein Wagen, der wartet, hat Geduld. Ein Wagen, der wartet, fragt. Das Wägelchen war gebaut worden, um zu fahren. Das Wägelchen stand. Immer. Das war die Wahrheit seiner Existenz. Gebaut für das Tragen, wartend auf den Grund, stehend auf dem Pflaster, während die Welt an ihm vorbeizog. Es hatte immer Lasten getragen, schwere Dinge, stumme Dinge, das Gewöhnliche. Und es hatte gewartet, auf einen Grund, auf die Erlaubnis. Jetzt war ein Grund da. »Was kehrst du, Besenchen?« Das Besenchen hielt kurz inne, nur kurz. Der Rhythmus war noch im Arm, die Haare noch voll Staub, und antwortete: »Soll ich nicht kehren? Läuschen hat sich verbrannt, Flöhchen weint, Türchen knarrt.« Das Wägelchen stand still. Das Wägelchen war kein Wesen, das überlegte. Das war das Charakteristikum des Wägelchens. Nicht die Berechnung, sondern die Bereitschaft. Bereit seit immer. Nun da ein Grund. »So will ich rennen.« Und es rannte. Das Geräusch war erheblich. Das Poltern von Rädern auf dem Pflaster. Nicht das gleichmäßige Rollen eines kontrollierten Wegs, sondern das Rasseln von etwas, das sich aus der Stille befreit hat und nicht mehr weiß, wie man aufhört. Das alte Holz erschütterte alle Steine, über die es rollte. Es rannte, weil das die Antwort war. Es rannte ohne Ziel, weil das Rennen selbst die Botschaft war. Das Wägelchen, das immer stand, stand nicht mehr. Das Rennen war seine Trauer. Am Rand des Hofes das Mistchen. Das Mistchen war der hässlichste Winkel des Ortes. Das war nicht sein Fehler. Es war dort, wo das Vergessene hinkommt. Das alte Laub, die Asche, das, was man nicht mehr braucht und noch nicht weggeschafft hat, weil es immer Wichtigeres gibt. Es saß am Rand des Hofes und war alt und war übersehen und kannte diesen Zustand so lange, dass er keine Bitterkeit mehr trug. Nur ältere Asche, dunklere Stille. Einmal war das Mistchen etwas anderes gewesen. Das weiß man in alten Aschhaufen. Laub, das grün gewesen war. Holz, das Baum gewesen war. Lebendiges, das gelebt hatte und das jetzt die Form des Übrigen angenommen hatte. Das war keine Trauer. Das war einfach die Wahrheit des Vergangens. Das rennende Wägelchen donnerte am Mistchen vorbei. Das Mistchen ließ es nicht weiter. »Was rennst du, Wägelchen?« Das Wägelchen, noch im Rhythmus, die Räder noch warm vom Laufen. »Soll ich nicht rennen? Läuschen hat sich verbrannt, Flöhchen weint, Türchen knarrt, Besenchen kehrt.« Das Mistchen schwieg. Und in diesem Schweigen, das war der Moment, geschah in dem alten Aschhaufen etwas, das sich schwer beschreiben lässt und das doch wahr ist. Das Mistchen erinnerte sich. Nicht in Bildern, nicht in Sprache, sondern in dem tiefen Körperwissen, das in sehr altem Material sitzt.
Da war der Geruch des Brauen gewesen, der über den Hof gegangen war. Die Wärme von etwas, das entstand. Und da war dieses Wissen. Einmal hatte es Licht gemacht. Einmal hatte es Wärme gemacht. Das war seine einzige Art der Teilhabe. Brennen. Und dann war das Vergessen über es gekommen und hatte es zum Überrest gemacht. Jetzt eine Kette. Läuschen, Flöchen, Türchen, Besenchen, Wägelchen. Und jetzt das Mistchen. So will ich entsetzlich brennen. Und es brannte. Hell, warm, in einem alten Haufen, der lange gewartet hatte. Die Flammen gingen auf, ohne zu zögern, als hätten sie nur auf die Erlaubnis gewartet, die ihnen jetzt gegeben worden war. Das Licht, das das Mistchen warf, war größer, als das Mistchen je in seiner stillen Existenz gewesen war. Für einen Moment war es nicht mehr der hässlichste Winkel des Hofes. Es war das hellste. Daneben stand ein Bäumchen. Das Bäumchen sah das Feuer, und das Feuer sah es an. Das Bäumchen war alt, nicht sehr alt, nicht so alt wie die Eierschale, deren Alter niemand kannte. Aber alt genug, um die Jahreszeiten nicht mehr zu zählen, weil die Jahreszeiten sich selbst zählen und man nur dabei sein muss. Alt genug, um zwischen dem Schütteln, das von außen kommt, der Wind, der Sturm, das Knacken, wenn ein schwerer Ast nachgibt, und dem Schütteln zu unterscheiden, das von innen kommt. Das Bäumchen unterschied. Das war das Erste. Einmal, an einem Sommertag, an dem die Wärme schwer über dem Hof gelegen hatte und der Schatten des Bäumchens kühl und tief war, hatten sich zwei kleine Wesen an seinen Fuß gesetzt. Kleiner als die meisten Dinge, die sich in seinen Schatten setzten. Es hatte sie dort sitzen sehen, nicht lange, aber lang genug. Das Bäumchen hatte das getan, was Bäume tun: Schatten und Schweigen und nichts verlangen dafür. Das Bäumchen erinnerte sich an diesen Tag. Jetzt brennt das Mistchen. Die Wärme der Flammen erreichte die untersten Äste, nicht als Schmerz, sondern als Information. Als das Wissen, dass etwas um es herum nicht mehr still ist. »Mistchen, warum brennst du?« Das Mistchen knisterte, und seine Antwort war in der Sprache des Feuers und zugleich in Worten. »Soll ich nicht brennen? Läuschen hat sich verbrannt, Flöchen weint, Türchen knarrt, Besenchen kehrt, Wägelchen rennt.« Das Bäumchen schwieg, lange. Das war sein Recht. Das alte Wesen, die vielen Jahreszeiten, das Wissen um das Gewicht einer solchen Nachricht. Läuschen, die sich in seinen Schatten gesetzt hatte, Flöchen, das daneben war. Dann fing es an, sich zu schütteln, nicht wie im Sturm. In einem Sturm ist das Schütteln von außen auferlegt. Der Baum hat keine Wahl. Er gibt dem Wind nach. Das ist keine Entscheidung. Dieses Schütteln kam von innen, langsam, sehr langsam, als würde sich etwas tief im Holz lösen, das lange gehalten hatte. Die Äste bewegten sich nicht wild. Sie bewegten sich wie etwas, das sich zu einer Geste entscheidet und die Geste genau wählt. Die ersten Blätter fielen, dann mehr, dann, und das dauerte, weil das Bäumchen es nicht eilig hatte, weil die Entschlossenheit keine Eile braucht, alle. Ein Baum, der seine Blätter loslässt, gibt den Schutz auf, den er hat. Das ist sein größtes Opfer. Die Blätter fielen in einer langen, fast lautlosen Stille, jedes einzelne ein kleines Ende. Und der Boden um das Bäumchen füllte sich mit dem Goldgrün des frühen Herbstes, auch wenn es nicht Herbst war, auch wenn kein Sturm gegangen war. Das letzte Blatt fiel. Eine Stille. Das kahle Bäumchen in der Nachmittagsluft. Und dann, durch den Blätterregen, auf dem Weg mit einem Krug in der Hand,
ein Mädchen. Das Mädchen blieb mitten in den fallenden Blättern stehen und schaute auf. Das Mädchen blieb stehen. Das war die erste Reaktion. Stehen bleiben. Nicht erschrocken, erstaunt. Ein Bäumchen, das sich schüttelt ohne Wind. Bis alle Blätter gefallen sind, das ist nicht das, was man erwartet, wenn man mit einem Krug den Weg entlang geht und an den nächsten Brunnen denkt und an das Wasser, das man holen will. Der Krug war schwer. Das war ein guter Krug. Keramik, ein bisschen rau an der Seite, wo der Töpfer die Linie nicht ganz glatt bekommen hatte, aber das gehörte dazu. Das Mädchen hatte ihn auf dem Markt gekauft, mit eigenem Geld, erspartem Geld, dem ersten Geld, das wirklich seins gewesen war. Das erste Ding, das es je wirklich besessen hatte. Kein Geschenk, kein Erbstück, kein geliehenes Ding, gekauftes, erworbenes, eigenes. Die Finger kannten die raue Stelle an der Seite, fanden sie jedes Mal, ohne zu suchen. »Bäumchen, was schüttelst du dich?« Das Bäumchen stand ohne Blätter in der Luft. Seine Äste waren leer, und das Leere hatte eine Würde, die schwer zu beschreiben ist. Die Würde von etwas, das das Wesentliche abgegeben hat und trotzdem noch da ist, ohne um das Wesentliche zu trauern. Soll ich mich nicht schütteln? Läuschen hat sich verbrannt, Flöhchen weint, Türchen knarrt, Besenchen kehrt, Wägelchen rennt, Mistchen brennt. Das Mädchen stand im Blätterregen und hörte alles. Es kannte Läuschen nicht. Es hatte Flöhchen nie gesehen. Es wusste nicht, wo diese Ecke zwischen Dielenbrett und Fußleiste war, in der sich ein kleiner Haushalt befand, in dem eine Eierschale stand, die älter war als die Geschichte dazu. Es wusste nichts von dem Jahrestag und dem Brauen und dem Geruch, der nach Gelingen gerochen hatte. Aber die Kette der Trauer hatte es erreicht. Das Mädchen schaute auf seinen Krug. Die Keramik war rau an der Seite. Die Finger, die diese Unebenheit kannten. Der Krug, schwer mit dem Wasser, das noch fehlte und das er tragen würde, wenn das Mädchen zum Brunnen ging. Der erste Besitz, das erste eigene Ding. Eine Pause. Nicht lang, aber echt. Der kurze, vollständige Moment von jemandem, der versteht, was er gleich tun wird und der trotzdem noch wartet. Als wäre das Warten selbst eine Form des Respekts gegenüber dem Objekt, das er in der Hand hält und gleich loslassen wird. Dann, der Krug fiel auf den Boden. Das Geräusch. Keramik auf Stein, das ist kein sanftes Geräusch. Das ist das Geräusch von etwas, das sich entschieden hat, und die Entscheidung ist unumkehrbar. Die Scherben, die über das Pflaster glitten, das Wasser, das in alle Richtungen lief, sofort, als hätte es nur auf die Gelegenheit gewartet. Die kleine Pfütze, die sich schon bildete und schon wieder in die Ritzen verschwand. Das Mädchen stand da. Es wusste, dass es die richtige Entscheidung war. Es wusste nicht, was als nächstes kommen würde. Es wusste nicht, dass hinter ihm das älteste Wesen am Ort die Scherben sah und eine Frage stellte. »Mädchen, was zerbrichst du dein Wasserkrügelchen?« Das Brünnlein war die älteste Stimme hier. Älter als das Bäumchen, älter als das Türchen. Vielleicht so alt wie die Eierschale, vielleicht älter, wer kann das sagen? Wasser weiß nicht, wie alt es ist, weil Wasser dieselbe Frage überall gleichzeitig beantworten müsste, und das ist keine sinnvolle Antwort. Das Brünnlein war da gewesen, bevor das Türchen eingehängt worden war. Es war da gewesen, als das Bäumchen noch ein Setzling war. Es hatte Wasser gegeben, Tag für Tag, ohne Ausnahme, ohne Frage, ohne Verdienst. Das war seine Art. Still sein und geben. Es sah die Scherben, das ausgelaufene Wasser auf dem Boden, das in die Ritzen verschwand, und das Brünnlein kannte Wasser, das davonläuft,
Das kannte es besser als jeder andere. Es sah das Mädchen, das da stand. »Mädchen, was zerbrichst du dein Wasserkrügelchen?« Das Mädchen schaute auf die Scherben, dann auf das Brünnlein. Und dann begann es, die vollständige Antwort. Kein Abkürzen, kein Zusammenfassen, keine Vereinfachung. Die ganze Kette, Glied für Glied, so wie sie entstanden war, weil die Kette das war, was erklärt, und die Kette das war, was zählt. »Soll ich mein Wasserkrügelchen nicht zerbrechen? Läuschen hat sich verbrannt, Flöchen weint, Türchen knarrt, Besenchen kehrt, Wägelchen rennt, Mistchen brennt, Bäumchen schüttelt sich.« Das Brünnlein hörte die 7 Glieder. Es war das einzige Wesen in dieser ganzen Kette, das fragte und das erst handelte, nachdem es gefragt hatte und geantwortet worden war. »Ei«, sagte das Brünnlein, »nur das, dieses kleine, fast nachdenkliche Ei. Kein Ausruf, kein Schrecken. Das Zögern des ältesten Wesens am Ort, das etwas abwägt, das es eigentlich schon weiß. Fließen hat keine Richtung außer dem Weg, den ihn das Land lässt. Das Ei ist die letzte Vernunft. Und dann, die Vernunft lässt los. So will ich anfangen zu fließen.« Das Wasser suchte seinen Weg, erst leise. Das Rieseln von Wasser, das aus dem Brünnlein trat und über den alten Stein floss und die erste niedrige Rinne fand. Das Geräusch war klein, kleiner als alles, was vorher geschehen war. Kleiner als das Knarren des Türchens, kleiner als das Kehren des Besenchens, kleiner als das Poltern des Wägelchens, kleiner als das Feuer des Mistchens, kleiner als der Blätterregen des Bäumchens, kleiner als das Zerbrechen des Krugs. Aber Wasser wächst. Das Brünnlein war nicht ungeduldig. Das Brünnlein war nie ungeduldig. Es fließt oder es fließt nicht. Jetzt fließt es. Das Wasser stieg. Das Wasser stieg. Erst über die Scherben, die auf dem Pflaster lagen, die letzten Zeugen des Kruges, der zuerst seins gewesen war, und dann keines mehr. Dann über den Weg. Dann über den Rand des Hofes, wo das Mistchen gebrannt hatte. Das Feuer erlosch, ohne Drama. Das Wasser nimmt keine Rücksicht auf Feuer. Das ist eine sehr alte Vereinbarung zwischen den Elementen, und keines von beiden ist dabei stolz oder traurig. Dann über das Pflaster, über dem das Wägelchen gerannt war, die Rillen noch warm vom Holz. Dann über die Schwelle, unter der das Türchen knarrte. Ein letztes Knarren, kürzer als alle anderen. Dann Stille. Dann durch den Staub, den das Besenchen aufgewirbelt hatte. Dann überall. Das Wasser wusste nicht, wo es hingehörte. Das ist das Wesen von Wasser, das anfängt zu fließen und dann nicht mehr aufhört. Es kennt nur den Weg nach unten. Alles andere ist das Problem des Ortes. Das Mädchen, das Bäumchen, das Mistchen, das Wägelchen, das Besenchen, das Türchen, das Flöchen, das Läuschen. Alles miteinander. Kein Wesen fehlt, kein Wesen wird vergessen. Das Wasser floss und die Welt war nass und still. Und als das Wasser seinen Weg gefunden hatte und dort angelangt war, wo Wasser schließlich anlangt, da lag auf der Oberfläche etwas. Klein, weiß, leicht cremefarben, an einer Seite mit einem Fleck, der aussah wie eine Landkarte unbekannter Länder. Die Eierschale. Sie trieb. Das war der Haushalt. Leer auf dem Wasser. Größer als Läuschen und Flöchen zusammen und trotzdem nicht überwältigend. Genau richtig, wie sie immer gewesen war. Der Ort, der gefunden worden war. Der Ort, dem man Zweck gegeben hatte. Jetzt leer, aber noch da. Das Zuhause, das übrig blieb,
weil zu Hause kein Körper braucht, um zu treiben. Die Eierschale trieb auf dem Wasser, das aufgehört hatte zu steigen. Leer. Wenn dich diese Geschichte berührt hat, dann bist du genau richtig hier. Regelmäßig erwacht ein neues Märchen zum Leben. Neue Stimmen, neue Welten. Abonniere diesen Kanal, damit du keines davon verpasst. Und wenn du jemanden kennst, dem diese Geschichte gefallen hätte, teil sie mit ihm. Manche Geschichten sind zu schön, um sie alleine zu hören,